Alter! 310, 311, 312, 318, 318 will ich haben. Komm, 314. Ist das nicht schön? Herzlich willkommen auf meiner YouTube-Seite. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Heute sprechen wir über den Bentley Continental GTC. GTC für Gran Turismo Convertible, das heißt Cabrio. Und jetzt kommt das Besondere. V8 und jetzt kommt noch was Besonderes in Apple Green. Das Auto hat einen Grundpreis von 220.000 Euro. Das ist ja enorm viel Geld. Reicht aber hier noch lange nicht aus. Das Auto, so wie wir es hier sehen, hat noch mal zusätzlich 62.000 Euro an Extras, an Features. Das heißt mal so nebenbei niegelnagelneuer Porsche Boxster. Und wir schauen uns das gemeinsam an, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Los geht's. Bentley Continental GTC V8. 4,1 Sekunden von 0 auf 100, 318 Stundenkilometer top, 550 PS, 770 Newtonmeter. Das ist für ein GT schon nicht schlecht, Herr Specht. Fangen wir mal außen an. Die Farbe Apple Green. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch so rüberkommt auf dem Bildschirm, aber die Farbe ist mega. Die Farbe ist einfach wunderschön. Ein Hingucker schlechthin. Geschmackssache, ob man die Farbe haben möchte oder nicht. Aber die Farbe, die Sonderlackierung Apple Green, kostet sage und schreibe 5.500 Euro. Danach kommen wir zum zweiten großen Posten, was Außen betrifft, was Exterior betrifft, ist sozusagen das Molina-Paket. Molina-Paket müsst ihr so verstehen, ist so wie die AMG-Linie bei Mercedes oder M-Linie bei BMW, ist es bei Bentley Molina. Das heißt, Molina, das ist nochmal ein Werk, was sozusagen die Autos veredelt. In dem Fall haben wir für 17.700 Euro haben wir einmal die Felgen, dann, kommen wir mit Roman, dann haben wir einmal hier dieses, also Stitching auf den Sitzen, in den Türbereich auch rein, Pedalerie, Aluminium und dann kommt es auch mal, früher bei der ersten Serie Bentley war es echt pur Aluminium. Wenn du getankt hast, hast du echt so, es war so schwer, das könntet ihr euch nicht vorstellen. Jetzt zahlst du zwar dafür, aber es ist nur Alu-Optik, es ist Plastik. Was meint ihr, ist es es wert? 17.700 Euro für Felgen, Stitching, Pedalerie und Alu-Optik Tankdeckel? Und sind 5.500 Euro es wert, eine Sonderlackierung zu haben? Ja oder nein? Schreibt mir das in eure Kommentare. Ich freue mich schon, die Kommentare mir durchzulesen. Es gibt ein Patent, was Bentley betrifft. Komm mal ganz nah bitte ran. Also wenn ihr mal erfahren wollt, ob das ein Original Bentley ist oder nicht, was sich absurd anhört, aber wenn ihr mal im Netz rumschaut, wie sie in Thailand Autos kopieren, das Erste, was ihr machen müsst, ihr müsst hier die Zacken in den Flügel zählen. Wir haben auf einer Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und auf der anderen Seite haben wir 11. Das heißt, auf der linken Seite müssen immer 11 sein und auf der rechten Seite immer 10. Das hat sich Bentley patentieren lassen und so könnt ihr immer sehen, dass das ein Original Bentley ist. Weißt du es jetzt, Roman? Ja, der Thailänder aber auch. Ja, der Thailänder auch. Ich finde es geil. Jetzt gehen wir mal im Innenraumbereich. Und zwar gibt Bentley vor, dass mein Verdeck sich innerhalb von 19 Sekunden öffnet. 19 Sekunden ist eigentlich relativ schnell, wenn ihr seht, wie viel Fläche wir hier haben. Und das Ganze stoppen wir jetzt mal zusammen. Ja, ich mache mal mein Handy an. So, Stoppuhr. Ich steige ein. Auf los geht's. Los. So, 19 Sekunden. 18,17 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass das Auto sage und schreibe 62.000 Euro an Features hat, an Extras hat. Warum? Wenn wir uns alleine hier komplett Carbon anschauen, fangen wir mal hier an. Siehst du das hier? Roman, zeig mal. Alles Carbon, mega geil gemacht, sportlich, feinst, also super verarbeitet. Das Ganze kostet alleine 3.500 Euro einen Aufpreis. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir unsere Rädchen hier. Guck mal hier genau rauf. Die sind schön. Das ist auch kein Plastik. Das ist pur. Okay? Und dann haben sie vergoldete Ränder noch innen eingebaut. Für die
1, 2, 3, 4. Hier auch. Und auf der anderen Seite 5, 6. Die kosten alleine 2.200 €. Man fragt sich immer, warum, aber es ist halt auch perfekt verarbeitet. Das ist absolut gerechtfertigt. Dann haben wir hier die große Musikanlage drin. Das kannst du da zeigen, Roman. Die Naim Soundanlage. Die hört sich bombastisch an. Die kostet alleine 6.600 € Aufpreis. Und jetzt kommen wir zu meinem Favorit, was ich liebe. Jetzt habe ich ja hier nichts. Roman, zeig mal hier rauf bitte. Hier habe ich ja jetzt nichts. Also komplett alles aus einer Carbonfläche. Jetzt gehe ich hier auf Screen, drücke einmal rauf. Da kommt meine komplette Entertainment-Anlage, Navigation. Und das Ganze nennt sich ein Rotating Display. Und Rotating Display deswegen. Eben war ja nichts drauf. Wir haben 3 verschiedene Stufen. Jetzt haben wir unser Navi. Und jetzt guckt euch das mal an. Wenn du keinen Bock auf dein Navi hast, wenn du dein Navi hier auf dein Tacho einstellst, okay, dann kannst du nämlich hier alles auf analog umstellen. Das haben wir eine Stoppuhr, Kompass und Außentemperatur. Analog angezeigt. Das finde ich mega geil. Aber das Ganze kostet auch sage und schreibe 5.700 €. Was ich auch noch sehr cool finde, guck mal hier, ich drehe mal hier was ab. Das sind nämlich unsere Einstellungen, ob wir hier Luft haben wollen oder nicht. Und jetzt guckt ihr euch das mal an. Nur, dass ihr seht, wie hochwertig dieses Auto gebaut ist. Ich würde mal sagen, zu 90% aller Autohersteller haben solche Teile aus Plastik. Hier nicht. Das ist pur. Das ist verchromt. Daran könnt ihr sehen, wie hochwertig dieses Auto eigentlich gebaut ist, obwohl es ein Konzernauto ist. Und das macht dieses Auto auch wiederum aus. Dann haben wir einen TV-Tuner drin für sage und schreibe 1.190 €. Dann haben wir unsere vollelektrischen Sitze, sozusagen unsere Komfortsitze. Wir können jede Einstellung elektrisch vornehmen, was ja auch jeder erwartet in der Preisklasse. Aber jetzt kommt's. Wir drücken hier auf den Knopf, dann kommt hier eine Massagefunktion. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Massageoptionen möglich. Und wenn ich jetzt auf Schulter gehe, fängt das schön an, meine Schulter zu massieren. Das ist schon geil. Und der Spaß, Massagesitze, voll elektrische Sitze, belüftete Sitze, Sitzheizung, alles, was man sich vorstellen kann, kostet auch wieder 4.800 €. Ich mach mal Stretch. War gestern ein langer Tag. Jetzt haben wir alles drin besprochen. Es ist ja alles genial, aber das Auto hat ja was viele andere Autos nicht haben. Wir reden ja hier über einen Sportwagen, wir reden hier über ein Auto, was Allrad hat, was wir im Winter durchfahren können mit Winterrädern. Und wir reden hier über ein Auto, was 4 vollwertige Sitze hat. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich komme jetzt raus, Roman, nimm deine Kamera und du setzt dich mal hinten rein und ich filme dich, wie du hinten drin sitzt. So. Wie groß bist du, Roman? 1,80. 1,80. Also 1,80. So, jetzt nehme ich mal deine Kamera. Jetzt spiele ich mal Kameramann. So, jetzt kommt Roman. Okay. Und dann kannst du es hier mit dem Knopf einstellen. Genau. Kannst du auch ein bisschen nach vorne fahren, wenn du willst. Wie sitzt du? Ganz okay. Ja, ne? Also bei 1,80 Meter sitzt du hinten gut. Das ist alles okay. Also würde ich sagen, das sind 4 vollwertige Sitze, oder? Ja. Okay, super, dann kannst du wieder rauskommen. Alter Schwede, trägst du den ganz, das ist ja richtig schwer. Mann. So, wir haben nur ein Problem. Wenn du dich natürlich hinten reinsetzt, auch wenn du 1,80 Meter bist, ich würde mal sagen, ab so 80 km/h kriegst du hinten Schnappatmung, ab 90 km/h kriegst du gar keine Luft, ab 100 km/h musst du ins Krankenhaus. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier 4 vollwertige Sitze, wo auch Roman mit 1,80 Meter schön hinten sitzen kann. Das ist genial. Jetzt fahren wir hier ein bisschen Landstraße. Wir sind jetzt im Sportmodus von unserer Bentley Dynamic Ride. Wir haben nämlich Sport, Bentley, Komfort oder Custom. Für Sport weiß jeder von euch, der auch ein Automatikgetriebe fährt, das Auto schaltet schneller. Jetzt ist eine schöne Landstraße. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Hier ist 100 erlaubt und wir fahren hier auch mal 100 und fahren locker mit 100 in die Kurven. Und es ist überhaupt gar kein Stress. Überhaupt, du fühlst dich safe. Dein Allrad verzeiht dir alle Fehler. Das ist Bentley.
Jetzt fahren wir gleich in einen Ort rein, wo 50 erlaubt ist. Und da gehen wir mal ganz normal in Komfort. Das heißt, die Federung wird weicher, das Auto wird wesentlich ruhiger. Und jetzt kommen wir in Zone 30 und hier fahren wir über eine richtig heftige Huppel. Ihr kennt das von Zone 30 und ich habe nichts gespürt. Habt ihr was gespürt? Ich nicht. Wir sind schon im 7. Gang mit 30 km/h, das heißt ganz easy, ganz geschmeidig können wir das Auto fahren, überhaupt kein Thema. Was ich dann natürlich bei so einem Auto für 282.000 Euro ein bisschen too much finde, ist, dass mein Induktionsgerät, das heißt mein Handygerät, wo ich mein iPhone hier aufladen kann, es ist ja so viel, bei so vielen Autos schon Serie, hier muss ich trotzdem 345 Euro zahlen und das ist schon krass, das ist schon krass. Ich habe das Auto für mehrere Tage bekommen und das ist natürlich genial, weil da kannst du mal genauestens ausprobieren, wie das Auto genau ist, offen, zu, im Alltag, wie viel passt hinten rein und so weiter. Das kommt auch noch. Die nächste Fahrt wird auf die Autobahn sein. So, jetzt neuer Tag. Ich habe mein Dach geschlossen, weil ich mit euch jetzt was vorhabe. Und zwar fahren wir auf die Autobahn. Wir fahren auf die Autobahn. Wir fahren jetzt hier 550 PS, 770 Newtonmeter, aber auch 2,4 Tonnen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ist das Auto auch so sportlich mit 318 Stundenkilometer angegeben, Topspeed auf der Autobahn? Das ist krass, 318 und 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Autobahn hier ist unbegrenzt, es sieht auch gut aus. Wir haben Allrad, das heißt, ist alles gut. Reifentemperatur und so weiter habe ich eigentlich alles. Wir haben eine Außentemperatur von ca. 12 Grad, das geht auch. Und jetzt ist frei und jetzt geben wir Gas. So, und du merkst richtig, jetzt sind wir auf Sport, 180, 200, es ist mega leise, 220, 230, 240, 250, 260 und wir geben jetzt noch mal Gas, 270, komm, und jetzt tut er sich schwer, 280, komm. Ich habe alles mit meinem Head-Up-Display im Blick. Es ist jetzt richtig laut und jetzt will ich die 300. Ich will die 300 und 301. Alter, 310, 311, 312, 318 will ich haben. Komm, 314. Nein. Und jetzt müssen wir voll in die Bremsen. Alter Schwede, wir haben 315 Stundenkilometer geschafft. Ich würde mal sagen, Autobahntest bestanden. Guckt euch das mal an. Das sieht doch einfach geil aus, oder? Das ist doch mega. Diese Beleuchtung hier drin, die ist echt geil. Und jetzt kannst du, wenn du hier rauf gehst, auf Settings, dann gehst du auf Lichtsetup und dann hast du hier die verschiedenen Farben. Und jetzt sind wir ja grün. Wenn ich jetzt auf blau gehe, wird das Ganze dann schön blau. So, und dann haben wir noch da unten unsere Ambiente-Beleuchtung von unten. Dann können wir die auch auf blau setzen. Dann ist das ganze Auto blau. Und das sieht doch einfach schräg aus, oder? Das ist doch echt mega. Auch hier sogar, kannst du bei meinen weißen Schuhen erkennen, wie geil das ist. Und jetzt gehe ich mal unten auf Orange, Lila, Weiß. Okay. Was mein Favorit ist blau unten und weiß hier oben. Das finde ich mega edel und dezent. Und unten so schön blau. Das ist schon geil. Ah, guckt euch das mal an. Das ist doch geil. Das ist doch schon mal gut. So, daran könnt ihr sehen, es ist echt ein Gran Turismo. Es hat viel auch mit Komfort zu tun hier. So, jetzt haben wir einen Koffer. Wer weiß, was da wieder drin ist. So, dann haben wir noch einen Koffer. Passt locker rein. Dann haben wir die Jacke. Und, weil wir ja zu viert fahren wollen, muss man Windshot noch verstauen. Vor Ort wollen wir auf jeden Fall offen fahren. Und da brauchen wir auch einen Windshot.
Windschott packen wir hier so rein und auf den Knopf. Und fertig. Das ist sehr gut. Also wir haben 2 Koffer drin, ein Trolley, ein Koffer. Es passt alles gut rein, eine Jacke, Windschott. Mehr geht nicht, würde ich sagen. Jetzt habe ich mir was überlegt. Wir fahren jetzt gemeinsam den Continental GTC. Angegeben mit einer Spitzengeschwindigkeit von 318 Stundenkilometer. Und das fahren wir jetzt mal offen, gemeinsam. Kommt mit. Ich habe den Windschott weggelassen. Es kann sein, dass ihr den gleich nicht hört, okay? Auf los geht's los. 1,16. Komm, 1,17. 3,18. Geil. Einfach geil. So, meine Freunde, die Tage sind vorbei. Ich bin echt traurig. Ich bin viele Autos gewöhnt, aber es bleibt immer ein Genuss, einen Bentley zu haben. Vor allem ein Continental GTC V8. Wir haben jetzt so lange darüber gesprochen. Ich habe jetzt euch überall mitgenommen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen nachvollziehen könnt, dass 62.000 € Ausstattung nahezu gerechtfertigt sind. Bis auf die ca. 350 € für die Induktionsplatte, Aufladen, iPhone. Das ist nicht gerechtfertigt. Das hätten wir on top kriegen können. Okay? Wenn wir die Tage zusammenzählen, muss ich sagen, das ist im Gran Turismo-Bereich, im GT-Bereich das beste Auto, was wir kaufen können. Komfort, Sport, 4 vollwertige Sitze, Allrad mit Winterräder, kannst du hier komplett durchfahren. Kofferraumvolumen, auch mal schön offen fahren, elegant fahren. Alles, was dazugehört, der ist dann hier richtig. Dann ist das Auto ein perfektes Auto. Jetzt brauche ich eure Kommentare. Findet ihr, dass 62.000 € Aufpreis für Features, für Extras gerechtfertigt sind? Da bin ich echt gespannt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal. Bis nächste Woche Sonntag, euer Hami.